Sind über 1 Million Balkonkraftwerke in Deutschland plötzlich illegal? Macht ihr euch strafbar, wenn eure Solaranlage oder euer Speicher an einer ganz normalen Schuko-Steckdose hängt? Genau das behauptet ein Video auf YouTube, das gerade durchs Netz geht und Zehntausende Menschen massiv verunsichert. Da wird mit Gesetzestexten gewunken, Paragraphen werden rot markiert und am Ende steht das Schreckensgespenst: Schuko-Stecker ist laut Gesetz verboten. Ich sage euch ganz klar, das ist falsch. Hier wurden Gesetzestexte, Produktnormen und Netzbetreiberkompetenzen völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Lasst uns dieses Video jetzt Schritt für Schritt, Behauptung für Behauptung, anhand der echten Gesetze und VDE-Quellen auf den Prüfstand stellen. Hören wir uns seine erste Behauptung an. Schokostecker ist verboten bei Balkonkraftwerken und bei Speichern. Wo genau steht das im Gesetz? Komm mal mit, ich zeig dir das. Im EG 23 schauen wir uns mal den Paragraphen 8 Absatz 5a an. Hier steht, wir dürfen ein Steckersolargerät anschließen, wenn die PV-Leistung maximal 2 Kilowatt Peak beträgt und die Wechselrichterleistung maximal 800 VA. Dabei müssen die maßgeblichen Regeln für die Ausführung des Netzanschlusses eingehalten werden. Er zitiert den Paragraphen nicht im Originalwortlaut, sondern blendet einen bearbeiteten Text ein, markiert den Halbsatz rot und behauptet, das EEG verbiete den Schuko-Stecker. Werfen wir jetzt den Blick in das echte Bundesgesetzblatt auf Gesetze im Internet.de. Dort steht: Stecker-Solargeräte mit einer installierten Leistung von insgesamt bis zu 2 Kilowatt und einer Wechselrichterleistung von insgesamt bis zu 800 Voltampere können unter Einhaltung der für die Ausführung eines Netzanschlusses maßgeblichen Regelungen angeschlossen werden. Der Gesetzgeber schreibt wörtlich: Sie können angeschlossen werden. Das EEG regelt den Rechtsrahmen für den Netzzugang. Es verbietet an keiner einzigen Stelle einen Schuko-Stecker. Und was bedeutet der Verweis auf die maßgeblichen Regelungen? Technische Vorgaben regelt in Deutschland das Energiewirtschaftsgesetz in § 49 EnBG. Dort steht: Energieanlagen müssen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet werden. Hält man VDE-Vorgaben ein, wird die Sicherheit gesetzlich vermutet, also die sogenannte Vermutungswirkung. Aber VDE-Normen sind keine Bundesgesetze, sondern privatrechtliche technische Regelwerke. Aus dem EEG ein Schuko-Verbot zu konstruieren, ist juristisch schlichtweg unhaltbar. Kommen wir zur zweiten Behauptung. Hier klickt er auf die VDE-Norm 0126-95 und leitet ab: Bei Schuko seien nur 960 Watt erlaubt, darüber zwingend eine Energiesteckdose. Folglich sei Schuko bei Standardanlagen verboten. Hören wir mal rein. Wie viel PV-Leistung ist bei Schuko erlaubt? Bei Schuko sind maximal 960 Watt PV-Leistung erlaubt. Und die höhere Grenze von 2000 Watt gilt nur mit einer speziellen Energiesteckvorrichtung. Hier wird die Normengeschichte komplett verdreht. Die neue DIN VDE V0126-95 ist kein Verbot, sondern der Durchbruch für den Schuko-Stecker. Jahrelang verlangte die alte Vornorm eine spezielle WLAN-Dose. Die DKE, die Deutsche Kommission Elektrotechnik, stellt in ihren offiziellen Norm-FAQ zur DIN VDE V0126-95 unter Frage 10 unmissverständlich klar: Der Haushaltsstecker, also der Schuko-Stecker, ist in Kombination mit der sicheren Trennung des Wechselrichters offiziell zulässig. Und warum stehen in der Produktnorm 960 Watt, während das Gesetz 2000 Watt erlaubt?
Ja, ganz einfach. Das EEG ist das Bundesgesetz für uns Bürger. Es erlaubt uns ausdrücklich bis zu 2000 Watt Modulleistung an 800 Volt Ampere Wechselrichterleistung ohne Elektrikerbürokratie einzusetzen. Die VDE 0126-95 ist dagegen eine reine Produktnorm für Hersteller. Sie sagt dem Hersteller lediglich, wenn du ein steckerfertiges Komplettpaket im Karton verkaufst, das auch an einer uralten Steckdose ohne Vorabprüfung sicher sein muss, begrenzen wir das Set auf 960 Watt. Dem Stromnetz und eurer Schokosteckdose ist es aber völlig egal. Der Wechselrichter regelt bei 800 Voltampere ab. Das sind gerade einmal 3,5 Ampere an einer Steckdose, die für 16 Ampere gebaut worden ist. Ob diese 800 Watt von 2 oder 4 Modulen kommen, ändert an der Leistungsbelastung im Haus exakt gar nichts. Und der nach VDE-AR-N4105 zertifizierte NA-Schutz schaltet die Steckerpins in Millisekunden spannungsfrei, sobald der Stecker aus der Steckdose gezogen wird. Warum erlaubt uns der Gesetzgeber dann überhaupt die 2000 Watt Modulleistung? Weil die Politik hier endlich mal mitgedacht hat. Es geht nicht darum, mehr Strom durch die Steckdose zu jagen. Der riesige Vorteil von bis zu 4 Modulen: Ihr holt bei diffusem Licht, bei Bewölkung und im Winter das Maximum heraus. Wo 2 Standardmodule im grauen Dezember nur magere 80 bis 100 Watt erzeugen, liefern euch 4 Module locker 250 bis 300 Watt und decken eure Grundlast komplett ab. Und im Sommer habt ihr von morgens bis abends ein stabiles 800 Watt Plateau. Das ist der Grund für die 2000 Watt Peak im Gesetz. Und genau das macht moderne Balkonkraftwerke so genial. Schauen wir uns nun die dritte Behauptung an, das angebliche Schokosteckerverbot bei Batteriespeichern. Schokostecker ist verboten bei Balkonkraftwerken und bei Speichern. Auch das ist fachlich nicht haltbar. Wer in die offizielle DKE-Normauslegung zur DIN VDE V 0126-95 unter Punkt 2 schaut, liest dort wörtlich: Die Norm behandelt reine PV-Steckdosengeräte und schließt Batteriespeicher explizit aus ihrem Anwendungsbereich aus. Batteriespeicher unterliegen ganz eigenen Normen wie der VDE-AR-E 2510-2 und europäischen Sicherheitsrichtlinien. Aus einer Norm, die Speicher überhaupt nicht regelt, ein Verbot für Speicher abzuleiten, ist ein reiner Zirkelschluss. Ich könnte auch sagen, Denkfehler. Und schließlich Behauptung Nummer 4. Man dürfe den Schokostecker angeblich nur nutzen, wenn der lokale Netzbetreiber das ausdrücklich in seinen technischen Anschlussbedingungen erlaubt, was aber angeblich kein Netzbetreiber tue. Hören wir mal rein. Einen Schokostecker laut Gesetz bei Balkonkraftwerken oder bei Speichern verwenden zu dürfen, wäre meiner Meinung nach nur möglich, wenn dein Netzbetreiber dir das erlaubt. Wenn er sagt, hier, pass auf, in unseren technischen Anschlussbedingungen steht, du darfst einen Schokostecker nutzen bis 2000 Watt Peak oder bei Speichern, dann wäre das gesetzeskonform. Denn im Gesetz ist ja nicht die VDE konkret erwähnt, sondern die maßgeblichen Regeln deines Netzanschlusses. Und das wäre dann die Regeln deines Netzbetreibers. Aber ich bezweifle, dass nur ein Netzbetreiber dir genau das erlaubt. Und hier liegt der gravierendste Denkfehler. Seit dem Solarpaket 1 hat der Gesetzgeber die Netzbetreiber bei Stecker-Solargeräten bis 800 Voltampere vollständig aus dem Genehmigungsprozess gestrichen. Ihr müsst euer Balkonkraftwerk nirgendwo mehr beim Netzbetreiber beantragen. Die Registrierung erfolgt ausschließlich im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Und die TAP, also die technischen Anschlussbedingungen der Netzbetreiber, stehen in der Normenhierarchie weit unter dem Bundesgesetz. Ein Netzbetreiber kann Bundesrecht nach § 8 Absatz 5a EEG nicht durch eigene Klauseln aushebeln. Das hat die Clearingstelle EEG
KWKG in ständiger Spruchpraxis klargestellt. Versteht mich richtig. Der Kollege von Solarmodule Gladbeck hat es mit seinem Video sicher nicht böse gemeint. Aber Fehler zu machen ist das eine. Unvollständige Fundstellen aus dem Kontext zu reißen und Behauptungen aufzustellen, die tausende Menschen grundlos verunsichern, wirft leider mehr Fragen auf, als Lösungen zu bieten. Halten wir die Fakten fest. Erstens, das EEG verbietet keinen Schuko-Stecker, sondern garantiert das vereinfachte Anschließen. Zweitens, die DKE-Produktnorm erlaubt den Schuko-Stecker mit sicherem NA-Schutz ausdrücklich. Drittens, Netzbetreiber haben kein Vetorecht gegen das Gesetz. Wer ein zertifiziertes Balkonkraftwerk nach VDE-AR-N 4105 im Marktstammdatenregister registriert und ansteckt, handelt vollkommen legitim und sicher. Teilt dieses Video mit jedem, der durch solche Aussagen verunsichert wurde, um die Faktenlage ein für alle Mal gerade zu ziehen. Schreibt mir eure Meinung und eure Erfahrungen mit Netzbetreibern direkt in die Kommentare und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Euer Thorsten.